So, nachdem wir die Panoramen nun umbenannt haben, bauen wir die Panoramen zusammen. Das passiert im Editor und den Editor erreichen wir, indem wir hier links auf den Editor-Reiter klicken oder ich suche mir immer das Hauptstartpanorama aus und klicke dann hier auf den Editor, ja, auf das Editor-Icon und gelange dann so direkt in den Editor und das entsprechende Panorama. Der Editor ist sowas wie der Baukasten, wo ihr eure Touren zusammenbastelt, Medien einbindet oder Einstellungen wie Farbe des Menüs vornehmen könnt. Panorama-Hotspots setzen wir ganz einfach, indem wir hier auf das Logo Panospot gehen und das in den Editor reinziehen, also per Drag and Drop. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Einmal ganz wichtig, das zu verlinkende Panorama zu bestimmen. In dem Fall wollen wir ins Foyer. Und dann könnte ich hier auch einen anderen Text eingeben, der angezeigt wird, wenn ich über den Hotspot, den Panospot hovere. Man kann es aber auch so lassen, wie es schon voreingestellt ist. Es ist immer der Name des zu verlinkenden Panoramas. Dann gibt es hier die Möglichkeit, die Art des Hotspot-Icons zu wählen. Entweder normal steht für geradeaus oder wenn es nach rechts geht, nach rechts, runter und entsprechend links. Ich lasse es jetzt für geradeaus, normal, klicke auf Speichern und et voilà, ihr seht schon, da gibt es dann den Panospot, der, wenn ich draufklicke, uns ins Foyer führen würde. Ich zeige euch nur kurz, wie man auch diesen Panospot nochmal bearbeiten könnte, indem wir entweder drüber hovert mit der Shift-Taste und der linken Maustaste drückt, dann würdet ihr wieder dort in das Fenster gelangen. Ihr könntet dort den Spot löschen, umbenennen nochmal oder einfach so belassen. Alternativ dazu würdet ihr den Panospot auch bearbeiten können, indem ihr einfach hier auf den Reiter oder beziehungsweise das Aufklapp-Symbol klicken würdet und dort per Editor-Symbol nochmal ins Bearbeiten-Fenster kommen könntet. Genau, ich belasse es jetzt dabei. Ach ja, eine wichtige Sache ist noch, wenn ihr nicht happy seid mit der Position des Panospots bzw. Hotspots, dann klickt ihr einfach auf die Alt-Taste, hovert über das Element, das ihr verändern wollt, verschieben wollt und mit der linken Maustaste bewegend schiebt es an die richtige Position. Ich lasse es jetzt da und lasse los und voilà, es ist jetzt da. So, nachdem ich die Hotspots gesetzt habe, bestimme ich in jedem Panorama noch den Startblickwinkel. Das ist, wenn ich in ein Panorama wechsle, ist es immer die erste Blickrichtung, in dem ich mich dann in dem neuen Raum befinde. Und das mache ich, indem ich hier unten auf Startblickwinkel klicke, mir die entsprechende richtige Position wähle, dann auf Übernehmen klicke und auf Speichern. Von nun an wird es immer dieser Startblickwinkel sein. Wenn ich jetzt ins nächste Panorama klicke, indem ich hier einfach auf den Panospot klicke, seht ihr zum Beispiel, ich lande hier nicht mit dem Blickwinkel in die Hauptrichtung, wie ich es eigentlich möchte, sondern nach hinten. Das heißt, ich drehe mir jetzt das Panorama zunächst einmal an die richtige Stelle, gehe wieder auf Startblickwinkel, auf Übernehmen und Speichern. Und von nun an sollte das dann die Hauptstartblickrichtung sein. Als nächstes würde ich dann auch hier die Panospots setzen und so mich nach und nach durch die ganze Tour arbeiten und alle Panoramen miteinander verbinden. Wenn ich nicht happy bin mit den Positionen, einfach mit Alt-Taste und der linken Maustaste die Icons bewegen und lasst euch aber nicht verwirren durch die verdrehten Pfeile, wenn ihr einfach in einen anderen Reiter wechselt, wie zum Beispiel Panoramen und wieder zurück in den Editor, dann seht ihr, dass die Logos wieder korrekt sind.